Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer ersten offiziellen Folge von Heli FAQ. Es tut mir leid, dass es ein bisschen gedauert hat bis zu dem ersten Video in dieser Kategorie, aber ihr habt ja vielleicht schon gesehen auf Facebook und hier mit meinen YouTube-Videos. Ich bin total viel unterwegs. Aber ich möchte dieses erste Video dazu nutzen, mit euch über ein Thema zu sprechen, was mir persönlich sehr stark am Herzen liegt. Und zwar, es geht um das Thema Motivation. Und zwar nicht um die Art von Motivation, wie fange ich an zu fliegen und wie bleibe ich dabei und wie kann ich trainieren. Nein, darum geht es heute nicht. Das werden wir in anderen Videos nochmal behandeln. Aber heute geht es mir um das Thema, was ich selbst erfahren habe und was ich leider auch immer wieder selbst bei anderen Leuten sehe. Es geht um das Thema, dass Leute sich selbst schlecht reden und sagen, ich treffe mich mit ein paar Leuten, ich bin auf dem Flugtag, aber nee, ich will nicht fliegen, weil die anderen sind so viel besser als ich und ich langweile die nur. Ich finde, das ist leider sehe ich das immer wieder. Also wir hatten das zum Beispiel jetzt auch häufig bei uns, bei unserer Kölner Wildfliegergruppe. Wir sind eine kleine Gruppe, wir sind wie gesagt Wildflieger auf einem Feld und wir haben eine WhatsApp-Gruppe und ab und zu kommt es vor, dass irgendjemand halt jemanden einlädt, weil er jemanden kennengelernt hat, der auch Heli fliegt oder gerade anfängt. Und dann heißt es immer, ja, wo geht ihr denn fliegen, kann ich dazukommen? Ja, ja, klar. Und dann kommen die Leute dazu, nehmen ihren Heli mit. Manchmal lassen sie ihn sogar im Auto. Und dann sagen sie, ja, ich will erst mal gucken. Und dann gucken sie erst mal. Und wenn man dann sagt, ja, hier, was fliegst du denn? Ah, ja, hier den T-Rex 450. Ja, flieg doch mal. Ja, nee, lieber nicht. Ich bin sowieso viel schlechter als ihr. Ich würde euch nur langweilen, weil ich würde ja nur die ganze Zeit Heck schweben. Und auch wenn man den Leuten dann sagt, ist doch scheißegal. Komm, flieg, dafür bist du doch da hier. Ja, nee, lass mal. Oder es ist wirklich so, die Leute fangen an und bringen ihren Heli überhaupt nicht mit. Ich hatte das letztens jetzt erst bezüglich einer Veranstaltung gehabt, dass jemand geschrieben hat, Simone, bist du auch auf der Veranstaltung? Ich würde dich gerne mal in live sehen und ich komme extra aus Hamburg runtergefahren, aber den Heli lasse ich zu Hause, weil ich bin ja sowieso noch nicht so gut wie ihr. Und ich finde diese Einstellung unglaublich schade. Also es ist doch ein Hobby, was wir alle miteinander teilen und was uns Freude machen soll, was uns entspannen soll. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt so denke, Alltag, Familie, Job, manchmal sogar die Freunde, das ist alles Stress genug, den man im Alltag hat. Man sucht sich doch sein Hobby aus, um zu entspannen, um irgendwas zu haben, woran man Freude hat, wo man sich reinsteigern kann, wo man auch Gleichgesinnte trifft, die genauso Heli bekloppt sind wie man selbst. Dafür ist das Hobby doch da. Es ist doch nicht dafür da, sich ständig mit anderen Leuten zu vergleichen und zu sagen, oh, der ist besser und oh, der ist schlechter und oh, ich muss jetzt mehr trainieren, weil sonst wird der noch besser als ich und darum geht es doch nicht. Niemand wird euch irgendwie auslachen oder beurteilen oder verurteilen für das, was ihr macht. Überlegt doch mal, jeder von uns, ob es jetzt ich bin, und ich bin jetzt bei weitem wirklich kein Mega-Profi-Pilot, oder ein Kyle Dahl, ein Kyle Stacy, ein Antonio Gomez, ein Hiroki Ito, das sind alles Leute, die haben auch mal mit Heli-Fliegen angefangen. Denkt mal zurück, die haben alle angefangen, die hatten alle mal einen Heli vor sich am Tisch stehen und haben sich gesagt, wie stelle ich das Ding jetzt ein? Hoffentlich crashe ich den nicht beim Erstflug. Jeder von uns hat mal so angefangen, jeder von uns hat sein Deckengestell unter den Heli gepackt und hat die ersten Hüpfer gemacht. Jeder von uns hat einen Puls von 200 gehabt, als er das erste Mal den kompletten Akku durchgeschwebt ist. Jeder von uns hat Juhu geschrien, als er das erste Mal einen Kreis geflogen ist oder eine Kurve. Ich hatte einen Mordspuls, als ich das erste Mal meinen ersten Looping gemacht habe und das Ding fast im Dreck versemmelt hätte. Leute, jeder von uns hat mal klein angefangen. Und davon mal abgesehen, ist doch gut, ich meine, der ist besser als ich oder ich bin nicht so gut. Das ist alles relativ. Ich meine, für den absoluten Anfänger, der seine ersten Hüpfer macht, ist jemand gut, der Kurven fliegen kann oder Nasen schweben kann. Für mich ist jemand gut, der saumäßig geil Musikkür fliegt und einen Pyro-TikTok fliegen kann.
für, weiß ich nicht, für einen Top-Piloten wie Kyle Dahl wird, weiß ich nicht, wer gut sein, aber der wird auch bestimmt Leute haben, zu denen er aufschaut und sagt, boah, der Typ ist eine Maschine, wenn ich mal so gut werde wie der. Das ist doch das Schöne an unserem Hobby, dass man nie fertig wird mit Lernen. Es gibt immer noch eine Stufe, die man oben drauf setzen kann. Und deswegen messt euch nicht mit anderen Leuten. Dafür ist dieses Hobby nicht da. Gesundes Angucken, macht es so wie ich. Ich gehe auf eine Flugveranstaltung und ich gucke mir Flüge an und ich stelle mich da nicht dahin und sage, oh Gott, die sind alle so gut, scheiße, boah, das wirst du nie lernen. Kann sein, dass ich das nie lernen werde, aber deswegen mache ich mich nicht fertig. Sondern ich gucke mir Flüge an, ich liebe zum Beispiel Musikflüge, ich gucke mir das an und sage mir, boah, auf die Musik, die und die Figur, da wäre ich nie drauf gekommen. Das muss ich mir direkt gleich ins Handy einspeichern, weil vielleicht kann ich das selber mal übernehmen. Sich inspirieren lassen, das ist wichtig, aber nicht sich fertig zu machen, weil man der Meinung ist, man würde andere Leute langweilen. Ich verrate euch mal was, wenn ich auf eine 3D-Veranstaltung gehe, so Global 3D-Wettbewerb, das ist zwar toll anzusehen, wenn man dieses hohe Level sieht und wenn man diese Technik sieht, die teilweise 8-Jährigen an den Tag legen, aber ganz ehrlich, nach dem 5. Freestyle-Flug langweile ich mich auch. Also wenn ihr jetzt sagt, ihr geht da raus und wollt niemanden langweilen, weil ihr Heck schwebt, ganz ehrlich, für mich ist das teilweise manchmal interessanter, als mit den 30.000. Freestyle-Hack-Smack-Flug auf einer 3D-Veranstaltung anzusehen. Also auch das, Leute, macht euch nicht fertig. Und wenn ich euch jetzt was erzählen darf, damit ihr mir ein bisschen mehr glaubt, plaudere ich jetzt gerne aus dem Nähkästchen. Ich habe, wie ihr ja wisst, ich habe angefangen bei Thunder Tiger. Ich wurde da relativ früh, in meinem, glaube ich, 2. Jahr, wurde ich da Teampilotin. Ich sage gleich dazu, das hieß nicht, dass ich da irgendwie Zeug geschenkt bekommen habe oder es hieß, hier hast du einen Raptor E55 umsonst, flieg mal und mach ihn kaputt, wir reparieren ihn dir. Nein, so war es nicht. Ich habe meine Sachen, ich habe meinen ersten Raptor E55, glaube ich, während des Studiums über 2 Jahre lang abbezahlt, monatliche Raten abgestottert, weil ich nichts umsonst gekriegt habe. Ich wusste, wenn ich die Kiste kaputt mache, ist erstmal nichts mehr mitfliegen. Nur so viel dazu. Das Problem ist, dass viele Leute denken, du bist Teampilot, du kriegst automatisch alles umsonst. War leider nicht so. Jetzt habe ich mit meinem großen Raptor relativ schnell Fortschritte gemacht, war irgendwann an dem Punkt gewesen, wo ich dann halt schnell einen Vorwärtsflug machen konnte, ein Looping, eine Rolle, einen Turn und ich glaube, Nasen, Rücken schweben, aber irgendwo da oben. So, auf dem Level war ich. Und dann, dadurch, dass ich halt viel auf Facebook gemacht habe, viel in Foren geschrieben habe, sind die Leute auch ein bisschen auf mich aufmerksam geworden. Natürlich, das ist mir klar, auch weil ich eine Frau bin und Frauen leider in diesem Hobby selten sind. So, jetzt weiß ich noch, eine meiner ersten Veranstaltungen war in England gewesen und die haben uns eingeladen, mich und damals Timo. Und haben dann gesagt, ja, ist total cool, dass ihr kommt. Wir so, ja, total internationale Veranstaltung, okay, ja gut. Sind nach England geflogen. Ich stand auf diesem Flyer drauf mit International Invited Pilot, Simone Zunderer, Team Thunder Tiger. Und dann dachte ich mir schon so, okay, du stehst da jetzt drauf, als wärst du Wunderwehr. Dann bin ich auf diese Veranstaltung gekommen und die Engländer haben ein relativ hohes Level. Also ich kenne sehr, sehr, sehr viele gute englische Piloten. Das sehe ich ja jedes Jahr wieder, wenn ich auf dem Helifest bin. Also das Level ist schon ziemlich heftig. Und da waren richtig viele gute Piloten. Da ist einer einen geileren 3D-Smacking-Flug geflogen als der andere. Natürlich waren auch ein paar Anfänger dabei, aber der Großteil der Piloten war um einiges besser als ich. Und dann stand ich nicht nur auf diesem komischen Flyer drauf, sondern ich wurde dann auch noch anmoderiert, als ich raus bin. Oder halt Timo zum Beispiel hieß es so, ja Timo, kannst du jetzt einen Showflug machen für 14 Uhr? Wir haben das hier in unser Schedule reingeschrieben, unseren Zeitplan. Dann dachte ich mir, ach du je, jetzt wirst du auch noch anmoderiert und hier Team Thunder Tiger, eingeladener Pilot, extra aus Deutschland. Ich habe mir gedacht, was soll ich den Leuten zeigen hier? Die können den nicht anmoderierten Piloten zugucken, die fliegen 30 Mal besser als ich. Ich bin dann da rausgegangen, bin dann meinen Stiefel geflogen. Ich bin danach hinter dem nächsten Haus verschwunden. Ich habe geweint, ich habe wirklich geheult, ich war fix und fertig. Ich erzähle euch, das ist jetzt keine Lügengeschichte, es war wirklich so. Ihr könnt Timo fragen, wenn ihr wollt, der musste mich damals die ganze Zeit trösten, aber ich war fertig. Ich habe mich so fertig gemacht, weil ich gesagt habe, was will ich hier, was machst du hier? Du bist so dumm, du machst dich selbst kaputt, du machst dein Image kaputt mit diesem Mist, warum bist du überhaupt hergekommen?
Damit habe ich mich, glaube ich, die ersten 5 Jahre meiner gesamten Heli-Karriere rumgequält. Ganz ehrlich, ich habe mich immer fertig gemacht. Und erst jetzt die letzten 2, 3 Jahre habe ich eigentlich dieses Mindset entwickelt, dass ich gesagt habe, scheiß drauf. Ganz ehrlich, scheiß drauf. Du gehst dahin, du bist wie jeder andere Heli-fliegende Depp auch. Du gehst da raus, du hast deine Maschine dabei, du fliegst das, was du fliegen kannst, du hast Spaß, du gehst mit einem Lächeln vom Platz und das war's. Ich vergleiche mich nicht mehr mit irgendjemandem, ich gucke mir andere Leute an, ich lasse mich inspirieren, ich filme Flüge mit, gucke mir die zu Hause nochmal an und sage, boah ja, hier, den Übergang, den möchte ich können oder die Figur, die würde gut in dein Flugportfolio reinpassen. Das mache ich. Aber ich vergleiche mich nicht mehr mit anderen. Und das dürft ihr auch bitte auf keinen Fall machen. Weil ihr macht euch damit nur fertig. Euer Leben ist stressig genug. Euer Hobby ist dafür da, dass ihr euch entspannen könnt. Das Ziel von dieser ganzen Geschichte ist, ihr habt was gefunden, wo ihr eure Freizeit und euer Herzblut reinstecken könnt, wo ihr rausgeht, Gleichgesinnte trefft, fachsimpeln könnt, lacht, euch austauscht, ihr fliegt euer Ding, egal ob das Heckschweben ist, in 10 Minuten wegen wenig Drehzahl oder ob es 3D-Gehacke ist, wo nach 2 Minuten 30 der Akku leer ist. Ihr macht euer Ding, ihr fahrt nach Hause und ihr habt ein Lächeln auf dem Gesicht. Dann wisst ihr, dass ihr das Richtige macht. Dieses Hobby ist dafür da, dass es euch Spaß macht. Also ich kann es immer nur nicht oft genug betonen, wie wichtig mir das ist. Ich muss mich da selber auch immer wieder dran erinnern, jetzt nicht mehr im Heli-Bereich, sondern ich mache jetzt seit einem Jahr vermehrt Fitness. Und ich habe natürlich auch auf Instagram und was weiß ich was, Facebook, habe ich auch so meine Vorbilder, wo ich mir sage, boah, da willst du mal hin, hier die Muskeldefinition oder die tolle Figur, die die Frau hat. Ja, da muss ich mich auch mal wieder zwingen, dass ich nicht sage, boah, da komme ich niemals hin, die sind alle so viel besser als du. Nee, ich nehme es als Inspiration und ich sage, jetzt erst recht, ich habe da jetzt richtig Bock, mich reinzuhängen und das zu machen, weil ich finde das toll. Ich finde das toll, ich will da auch hinkommen. Und umso mehr Spaß macht es ja dann, wenn ihr mit dieser Motivation dran geht. Ganz unter uns, wenn ihr mit Motivation und Spaß an die Sache geht, lernt ihr 10-mal schneller, als wenn ihr euch unter Druck setzt und auf Teufel komm raus irgendeine Figur oder irgendwas lernen wollt, weil irgendein Flugtag ist und oh, ich muss so und so gut sein bis da und dahin. So ging es mir früher mit der Rotor Live. Das habe ich auch alles abgelegt. Seitdem fliege ich 10-mal entspannt, weil ich mir einfach keinen Kopf mehr darum mache. So, ich glaube schon wieder viel zu viel. Ich hoffe, ihr habt meine Message verstanden. Ich würde mich freuen, wenn ihr eure Gedanken, eure Erfahrungen vielleicht unten in die Kommentare schreibt. Mich würde es sehr interessieren, wie ihr damit umgeht und ob ich euch vielleicht motivieren konnte, eure Ansicht ein wenig zu ändern. Ja, lasst es mich wissen, kommentiert fleißig, gebt einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns in unserem nächsten Heli FAQ wieder. Ciao, ciao!